Man kann Freude auch lernen, ne? Also es ist nicht unbedingt in den Schoß gefallen, aber man kann viel dafür tun. Letzten Endes kommt es nicht darauf an, was du hast, sondern was du daraus machst. Du siehst Menschen an, ob sie bei dem, was sie tun, ob sie Passion haben, ob sie dabei sind, ob sie ihren Job lieben, ja, oder ob sie ihn halt einfach machen. Das ist, glaube ich, so der Unterschied, wo du dann auch merkst, ja, für was stehen die Leute morgens auf. Stefan, du bist Speaker zum Thema Freude und ich würde gerne von dir wissen, was kann ich tun, um mehr Freude in mein Leben zu bringen? Das ist die Frage, die uns jetzt die nächsten langen Minuten beschäftigen wird, würde ich jetzt mal sagen. Und ist auch, ja, also kannst du nicht in einer Minute irgendwie beantworten. Ne? Das ist natürlich wirklich ein größeres Ding. Und ich würde aber sagen, also man kann Freude auch lernen. Ne? Also es ist nicht unbedingt in den Schoß gefallen, aber man kann viel dafür tun. Und ich glaube, das darf auch so der Inhalt sein, über was wir jetzt auch sprechen werden. Und letzten Endes, bei mir war es auch ein Weg. Also ja, mir ist es auch nicht in die Wiege gelegt worden. Und letzten Endes war es Persönlichkeitsentwicklung auch. Und ja, Freude ist bei mir natürlich so ein bisschen ein spezielles Thema, ne, wenn du mit einem Handicap unterwegs bist. Aber letzten Endes kommt es nicht darauf an, was du hast, sondern was du daraus machst. Das ist so einer meiner Lieblingssätze, wo die sehr, sehr kurz und knackig sind, aber wo sich eigentlich alles drin verbirgt. Mhm. Wie kam es dazu, dass du das Thema Freude, ist es Freude oder Lebensfreude bei dir? Ich glaube, allgemein das Thema Freude ist so das Thema, das du bespielst. Wie kam es dazu, dass das Thema ist, mit dem du dich tiefer beschäftigst? Es war noch in meinem Angestelltenverhältnis, wo ich festgestellt habe, ich war zwar in der Industrie, ich war im Management und wir haben, wenn ich das so rückblickend mache, wir haben ein tolles Business gemacht, wir haben viel Geld verdient und wir waren gut unterwegs und wir saßen da mit unseren, damals noch mit den Anzügen und Krawatte, aber wir waren nicht glücklich, wir haben einfach da Business gemacht, aber mehr nicht. Ne? Ich bin morgens aufgestanden zur Arbeit, abends nach Hause gekommen, geduscht, gegessen, ins Bett gegangen, am nächsten Tag das Gleiche und am Wochenende musste ich mich erholen, dass ich am Montag wieder fit bin. Und das war irgendwie so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hatte ich den Job gewechselt und habe dann nur noch 80% gearbeitet und habe da dann festgestellt, wenn ich dann Donnerstagabend so, ja, hey, Happy Weekend, und dann fanden irgendwie so ganz viele Kollegen, fanden das irgendwie so voll doof, hey Stefan und so, und dann sagt so, hey, das ist deine Entscheidung, da ist die Personalabteilung. Und dann, ja, und das war so der Punkt, wo ich tiefer gegangen bin, weil ich wissen wollte, ja, warum denn nicht? Also was hemmt sie denn, das auch zu tun? Ja, und das war dann echt spannend. Und das sind unsere, wir kennen das alle, das ist das Geld, ne? Ich muss mein Haus abbezahlen oder ich habe was denken meine Nachbarn, wenn ich freitags zu Hause bin, oder also solche Argumente waren es. Und das hat mich angefangen zu beschäftigen, ja, für was sind wir denn hier auf der Welt? Also ich kannte das Thema schon vorher, aber da bin ich dann wirklich in die Tiefe gegangen damit, so, ja, für was sind wir denn hier? Und war ganz klar, okay, wir sind nicht dafür da, so viel zu arbeiten, wenn wir überlegen, 40, 50, 60 Stunden, das ist crazy. Also ich habe das auch gemacht und bin dankbar über die Erfahrung, ja, und muss aber sagen, ich will nie wieder zurück dahin, nie wieder. Mhm. Das ist spannend, weil ich habe auch, also bei mir in meiner Karriere gab es auch irgendwann einen Punkt, wo ich meinen Vertrag reduziert habe auf 80%. Ich hatte dann einen Tag frei und das hat bei mir auch das Lebensgefühl extrem verändert. War das bei dir auch so gewesen, dass du sagst, also im Prinzip erstmal so die Arbeit hat im Prinzip die Freude auch gehindert? Hat es einen Zusammenhang praktisch so, die Arbeit und praktisch weniger arbeiten heißt dann mehr Lebensfreude? Kann man das so sehen oder ist es nicht? Ich würde es nicht automatisch sagen. Also ich glaube, man darf sich dem bewusst annehmen, weil ansonsten hast du einen Tag mehr frei und überlegst dir, was mache ich denn an dem Tag mehr frei? Ja. Also das heißt, das Bewusstsein ist, glaube ich, schon wichtig, dass du dir überlegst, okay, was habe ich überhaupt für ein Lebenskonzept? Ja, also jetzt einfach nur zu sagen, ja, ich habe jetzt eine 4-Tageswoche, ja toll, aber was mache ich an dem Tag, der mir dann geschenkt ist, wenn man es jetzt mal so nennen will? Was mache ich da? Und von dem her glaube ich, es fängt ein bisschen weiter vorne an. Also so, ja, Bewusstsein, wie bin ich unterwegs, was mache ich denn? Was arbeite ich da überhaupt? Also für mich ist es zum Beispiel keine Arbeit mehr, sondern ich wirke. Ne? Also es ist einfach eine
eine andere, wie soll man das nennen, eine andere Frequenz oder eine andere Bedeutung hat von dem Wort her, weil wir das Arbeiten oft natürlich so ein bisschen als, ich will nicht sagen als negativ, aber so sehr behaftet ist. Ja, wir müssen hart arbeiten und so. Und ich meine, wie viele Menschen haben wirklich Freude beim Arbeiten? Das ist krass. Und das ist auch so eine gefährliche Begrifflichkeit, weil viele dann denken, dann arbeiten wir nicht mehr, sondern wir spielen oder wir arbeiten nicht mehr wirklich. Aber das ist letzten Endes nicht das, was ich meine, sondern für mich ist die Freude bei der Arbeit, die Freude bei dem Wirken ist für mich, wenn ich mit Passion unterwegs bin. Und ich meine, du siehst Menschen an, ob sie bei dem, was sie tun, ob sie Passion haben, ob sie dabei sind, ob sie ihren Job lieben, ja, oder ob sie ihn halt einfach machen. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied, wo du dann auch merkst, ja, für was stehen die Leute morgens auf? Ja? Oder wenn sie dann, wir kennen das alle, wenn du am Sonntagabend, morgen Montag muss ich wieder auf Arbeit gehen, ja? Und freuen sich auf Freitag. Ne? Das ist krass. Also was das letzten Endes natürlich auch für ein Unternehmen finanziell bedeutet, ne? Wenn die Mitarbeiter, ich habe das irgendwann mal so die Egal-Mentalität getauft, ja? Wenn es denen eigentlich egal ist. Ja? Wenn das dein eigener Laden ist, dann guckst du noch und wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann gehst du dem hinterher und dann bist du bemüht und eine Egal-Mentalität ist es so, ne, da kümmern sich die Menschen einfach nicht mehr drum, weil sie sind nicht mehr verbunden damit und ihnen fehlt diese Leidenschaft dafür, für das, was sie tun. Okay, wie kam der Wechsel dann? Also du warst im Prinzip auch in der Industrie tätig, im Management. Und hast dich dann jetzt, irgendwann kam ja der Ruf für dich, du machst jetzt was anderes. Also du bist jetzt Vollzeit-Speaker, machst jetzt nur noch das, was du wirklich machen willst. Wie kam der Schritt? Wie bist du da hingekommen? Das Leben hat mich geschupft, wie so oft. Ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ich habe früher als junger Mensch, war ich Schreiner. Das von meinem Großvater mitbekommen, sage ich immer gerne so, weil ich war ganz viel in den Ferien bei denen und er hat mich dann immer in die Schreinerei mitgenommen, mich hingestellt, ein Stück Holz gegeben und ich durfte da dann arbeiten und ich glaube, das hat so meine Leidenschaft auch für das Material und für den Beruf mir gegeben und ich habe meinen Beruf geliebt, also es war wirklich echt so, ja, ich war da angekommen und dann hatte ich noch mal einen Zivildienst gemacht und hatte dann während dieser Zeit einen schweren Motorradunfall mit folgender Querschnittlähmung. Das heißt, auf den Rollstuhl angewiesen. Und das war natürlich, im ersten Moment war das natürlich, meine Welt ist zusammengebrochen. Ne? Also ich wusste nicht mehr, wie mein Leben weitergeht, was meine Zukunft bedeutet. Und es war eine sehr intensive Zeit, sehr, sehr schwierige Zeit natürlich auch. Und auf der einen Seite so das Gefühl gehabt zu haben, ich habe alles verloren. Also ob das jetzt Sport, Hobbys waren, Beruf, und aber natürlich auch beziehungsmäßig habe ich so den Eindruck gehabt, jetzt sitze ich im Rollstuhl, jetzt finde ich auch keine Freundin mehr. Und das war letzten Endes alles so ein Vorbereiten auf das, was danach kam. Ich habe mich dann entschieden zum Studieren, habe einen Wirtschaftsingenieur studiert und war ungefähr 20 Jahre in dem Business unterwegs und habe dann aber irgendwann eine Coaching-Ausbildung angefangen. Und da bin ich eigentlich wie so auf die Bühne gestupft worden, und stand da dann das erste Mal mit diesem Thema, also mit meinem Leben, mit diesem Wandel und wie ich damit umgehe auf der Bühne und habe da gemerkt, wie ich da Menschen inspirieren kann, wie ich sie begeistern kann, wie ich sie ermutigen kann für mehr Freude im Leben. Inzwischen nenne ich das mehr Lebendigkeit, mehr lebendige Freude, ja, weil ich glaube, wenn ich unsere Gesellschaft heute anschaue, dann ist es das, was wir mehr denn je brauchen. Wir dürfen wieder in die Lebendigkeit reinkommen. Also was meine ich mit Lebendigkeit? Wenn wir uns kleine Kinder anschauen. Ja, irgendwie kleine Kinder, die haben noch diese natürliche Freude, die haben noch diese natürliche Lebendigkeit, ich beobachte sehr gerne Menschen. Und wenn du nicht nur Kinder beobachtest, die in ihrem Element drin sind, sondern wenn du Menschen beobachtest, die Kinder beobachten, also keine Ahnung, zum Beispiel am Spielplatz oder irgendwie so. Und wenn du diese Gesichter von diesen beobachten Menschen, die Kinder beobachten, anschaust, dann siehst du, wie sich das Gesicht verändert, wie sich die Haltung verändert. Also das heißt, Kinder haben irgendwie eine Faszination und wir verlieren das im Laufe der Zeit. Das ist Schule, also teilweise Eltern, Schule, das System prägt uns da und da verlieren wir das Ganze. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn wir da anfangen, wieder Nuancen zurückzubekommen von dieser Lebendigkeit, von dieser Freiheit,
da verändern wir uns. Also da passiert bei uns ein Wandel. Und ich habe das selber bei mir auch festgestellt und habe dann angefangen, damit auch zu experimentieren. Was passiert, wenn ich meine Freude lebe, wenn ich mich bewusst dafür auch entscheide und gucke, was passiert da und wie wirkt es auf mein Umfeld? Und das ist faszinierend. Ja, das ist wirklich so, wo du merkst so, das wirkt. Das ist wie so ein Stein, der ins Wasser fällt, in seine Kreise zieht. So ist es, wenn du mit Freude wirkst. Mhm. Ja, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben auf der Veranstaltung, das hat mich damals tatsächlich sehr beeindruckt. Also, dass du mit deinen Lebensumständen, jetzt für alle, die jetzt den Podcast einfach nur anhören und nicht als Video, sondern du sitzt im Rollstuhl und sprichst über Lebensfreude. Und das hat damals wirklich was mit mir gemacht. Also vor allem, weil wir haben uns danach noch unterhalten und ich habe dich kennengelernt und ich gemerkt, wow, der Stefan, der verkörpert das. Also das ist nicht nur irgendwie so das ist keine Chance, sondern man hat wirklich gemerkt, du trägst unheimlich viel Lebensfreude in dir. So, das war einfach ein total offenes Gespräch. Und ich merke schon so, also ich bin danach gegangen und es hat nachgewirkt. Ja, so, okay. So, weil ich habe das auch reflektiert auf mein Leben und man ist ja manchmal dann irgendwie unzufrieden und hat dies und das und denkt sich so, hey, da gibt es jemanden, der hat ein ganz anderes Päckchen zu tragen. Das ist ja doch auch eine Situation, wenn man sich da reinfühlt, das bedeutet was. Und gleichzeitig schafft das aber, in die Freude zu kommen. Und das, glaube ich, das hat Kraft für mich, das so zu fühlen. Wie bist du da hingekommen? Weil ich kann mir vorstellen, als du deinen Unfall hattest, und du hast es ja auch selbst gesagt, dann bist du natürlich erstmal nicht in der Freude, wenn sowas passiert. Das ist ja wirklich so wahrscheinlich eine der schlimmsten Krisen, die man sich so mit vorstellen kann, wenn sowas bekommt, wenn man so eine Lebensveränderung vom Leben präsentiert bekommt. Wie bist du damit umgegangen? Wie ging es dir dann damit? Ja, also am Anfang war das nicht, ich war 22, ne, also auch sehr jung und eigentlich so im Gefühl, ich bin im Saft meines Lebens gestanden und habe gedacht, so ja, jetzt bin ich hier und die Welt gehört mir und ne, wie so ein junger Mann halt einfach irgendwie damit da raus will. Und dann lag ich im Krankenhausbett und konnte nichts machen. Ja, und also aufgrund von meinen Verletzungen konnte ich wirklich nichts machen. Das heißt, alle anderen haben das gemacht, was notwendig war. Das heißt, die Pflege sie haben mich angezogen, ausgezogen, gewaschen, gefüttert, die Toilette gemacht, also alles Dinge, die du eigentlich auch gar nicht willst, da wo du echt denkst, irgendwie, du bist im falschen Film, was ist hier los? Und ich hatte aber vom Sport her war für mich so dieses Ziel setzen. Ich brauche ein Ziel, wofür ich trainiere, warum ich trainiere. Und ob das jetzt höher, schneller, weiter ist, wie auch immer, das ist völlig egal. Aber dieses Ziel setzen war für mich so verinnerlicht, dass es für mich klar war, okay, mein erstes Ziel in dem Krankenhaus beziehungsweise in der Rehabilitation war, ich will wieder selbstständig werden. Ja, und es war mühsam. Das war hartes Training. Und auf der anderen Seite war es für mich aber auch festzustellen, okay, ich habe Erfolgserlebnisse gehabt, die mich motiviert haben, weiterzumachen, ja, mit dem Rollstuhl zu trainieren. Wie ziehe ich mich an? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Mein Körper, der so völlig anders funktioniert. Und natürlich war das ein harziger Weg, wo es auch immer wieder Rückschläge gab. Aber ich wusste, wo ich hin will. Und das hat mir geholfen, meinen Weg zu gehen. Das hat mir geholfen zu wissen, okay, das, was ich hier tue, mache ich nicht einfach nur, weil die Physiotherapeutin sagt, du musst die Übung machen, sondern das mache ich, um wieder frei zu werden, um unabhängig zu werden, um mein Leben wieder neu aufzubauen. Ich empfand, das war ganz viel als wie so ein kleines Kind, was wieder das Leben neu lernen muss. Ja, eben als Beispiel, wie ziehe ich mich an oder so. Und das war so der Anfang, wo ich mein Leben neu geformt habe. Das heißt, ich habe dann in den ersten Jahren sicherlich ganz viel versucht, mein Leben aufzubauen, meinen Weg auch zu suchen. Ja, klar, ich habe dann studiert und habe aber auch da immer wieder meinen Weg gesucht. Also was ist es denn, wo geht es denn weiter? Und habe da natürlich diesen Weg gesucht oder gefunden auch von dem jungen Mann, der natürlich, der auch so den Ehrgeiz hat. Ich habe den Eindruck gehabt, kann ich heute so sagen, ich muss Karriere machen, also ich muss mir selber, aber auch anderen beweisen, dass ich das kann und jetzt als Rollstuhlfahrer erst recht. Und durfte dann aber irgendwann auch lernen, okay, ich darf so aus diesem Kopfdenken, aus diesem starken, verstandsorientierten Denken, aus dieser Karriere heraus
auch wieder das Herz mit dazu nehme. Und das war so ein schöner Gamechanger. Ich sage jetzt mal, das war vor ungefähr 10 Jahren, wo ich dann gemerkt habe, so, oh, ich habe ja auch noch ein Herz. Oh, da gibt es noch was anderes als nur den Kopf und den Verstand, der da irgendwas durchpauken muss. Und das war für mich ein Segen, um da auch wieder so ein bisschen weichere Elemente in mein Leben oder in mein Agieren, in mein, wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich in Beziehungen, ne? Und das war, glaube ich, so ein bisschen ein Gamechanger und auch sehr wichtig für mich da wieder ich habe diese Härte oder diese Klarheit, diese Fokussierung unheimlich gebraucht in diesen ersten Jahren, um meinen Weg zu finden, um dahin zu kommen, wo ich letzten Endes auch heute stehe. Und dann irgendwann das Herz mitzunehmen, war praktisch der Glücksgriff, ja. Also würdest du auch sagen, im Umkehrschluss, dein Herz war für eine gewisse Zeit erstmal auch verschlossen und du warst mehr auf einer mentalen Ebene unterwegs, hast dir Ziele gesetzt und so mehr diesen Durchziehmodus gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich verschlossen sagen würde, aber es war sicherlich nicht an erster Stelle. Ich war definitiv einfach dieser verstands- und kopforientierte Typ und durfte dann auf der anderen Seite dann auch den Schmerz lernen und mein Herz wieder zu öffnen und mit meinem Herz zu leben. Ja, auch schmerzhafte Momente gehabt, um das zu lernen, aber es war scheinbar nötig, ja. Wie bist du da hingekommen? Also wie war diese Phase des Herzensöffnens oder hast du das überhaupt, wie kam sag mal, die Erleuchtung überhaupt erst, dass man das realisiert? Weil ich weiß selbst, ich habe zum Beispiel von mir immer gedacht, mein Herz ist offen, mein ganzes Leben, bis ich halt gemerkt habe, okay, nee, vielleicht, da geht noch mehr. Also wie kam das bei dir, die Erkenntnis? Da geht noch mehr, das mag ich, ja, genau. Ich habe einen Tipp bekommen, so Stefan, schau doch mal hier, Thomas macht so Seminare. Ich habe mir angeguckt und gedacht so, naja gut, lässt du dich mal drauf ein, ne, an Bali. Und ich sage jetzt mal, so, es ging um Persönlichkeitsentwicklung, ne, und dann aber auch so ein bisschen Prozessarbeit, ein bisschen schamanisch und so. Und da war dann wirklich so, wo ich wirklich irgendwie in meinen Schmerz reingekommen bin, ja, wo Tränen geflossen sind, wo ich mich angefangen habe zu spüren, wo wirklich ich spüre mein Herz, ich habe da Emotionen und ich habe in der Prozessarbeit, also jeder, der sowas schon mal gemacht hat, der weiß, es ist nicht immer unbedingt leicht und easy, sondern da fließen dann auch viele Tränen. Und das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, so, oh wow, da gibt es noch eine andere Seite in mir. Und der bin ich nachgegangen, bin weit gegangen und habe dann irgendwann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, also wenn man aus meiner Perspektive eine gute Coaching-Ausbildung ernst nimmt, dann macht es sehr, sehr viel mit einem selbst. Also sehr, sehr viel Inner Work, wo da stattfindet. Und ich glaube, wenn du diese Momente oder diese Sequenzen einmal verstanden hast, da willst du nicht mehr zurück. Oder ich mag sogar sagen, da kannst du nicht mehr zurück. Wenn du das einmal so wie angeteasert hast, dann ist so, und jetzt geht's weiter. Und das wird nicht einfacher dadurch das Leben, oder wie soll ich es nennen? Ja, nee, ich glaube, ich würde schon sagen, diese Momente sind nicht unbedingt einfacher, aber sie sind unheimlich klärend und befreiend, weil ja, sich ganz viel klärt, auch in Form von, warum bin ich hier auf dieser Erde? Also dann zum Beispiel auch so, ich liebe das Fragewort warum, weil das einfach klärt. Ne? Das ist einfach nur, warum machst du diesen Job? Warum bist du in dieser Beziehung? Warum lebst du vegetarisch? Warum fährst du, keine Ahnung, ne? Irgendwie, und dieses klärende Wort hat mich letzten Endes auch dazu geführt zu bedenken, okay, was für einen Job übe ich eigentlich aus? Ne? Oder ja, wenn ich in einer Beziehung bin, warum bin ich mit dieser Frau zusammen? Also diese Klärung ist aus meiner Perspektive was unheimlich Wichtiges, weil sie uns auch aus diesem, ja, nennen wir es doch mal Dornröschenschlaf, wo wir uns wo viele Menschen einfach auch drin sind, was per se nicht schlecht ist, um Gottes Willen, das ist einfach so, aber wo ich den Eindruck habe, so naja, in unserer Gesellschaft, da dürfen wir noch ein bisschen wachgerüttelt werden, um ein bisschen mehr von der Schönheit des Lebens erfahren zu dürfen, leben zu dürfen. Ja. Okay, also du würdest auch sagen, im Prinzip war das wirklich ein innerer Prozess, den du durchgegangen bist.
Wie ging es dann weiter? Also zu der Zeit warst du noch in deinem Job, du hast angefangen mit innerer Arbeit, Coaching, hast dich viel mit dir auseinandergesetzt, wahrscheinlich dann, so wie du sagst, auch viel in Frage gestellt. Ne? Also wenn ich so das frage, warum, bekommt er vielleicht auch mal Antworten, die man dann vielleicht gar nicht will, weil man hinterfragt ja doch das, was man gerade macht. Da kann ja auch mal sein, dass man auf dem falschen, nicht auf dem falschen Weg, aber auf dem Weg ist, der vielleicht auch nicht mehr passt, nicht mehr stimmig ist. Wie ging es dann weiter? Also das hat einfach in mir gearbeitet, ne? Weil so wie du sagst, am Anfang ist es vielleicht so, du stellst dir die Frage oder dir begegnen gewisse Sachen und denkst so, ja, okay. Und das ist dann erstmal so. Ne? Aber letzten Endes, das wirkt. Und eben, so wie ich gesagt habe, ich glaube, da kannst du nicht mehr zurück. Wenn du einmal drin bist, kannst du wie nicht mehr zurück. Und das habe ich schon auch gemerkt. Und für mich war das so, es gab in dieser Coaching-Ausbildung, gab es irgendwo mal die Frage vom Leben, die du mit Ja hast beantworten können. Und für mich war das so, wenn du deinem Leben einmal dieses Ja gibst, dann ist es klar. Ne? Und da hat eigentlich wirklich alles aufpassiert. Und ich meine, dann hat es schon auch, eben, das geht ja nicht von heute auf morgen. Oder wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, die Coaching-Ausbildung die ging damals 1,5 Jahre, die ist jetzt abgeschlossen, jetzt bin ich fertig oder jetzt bin ich angekommen. Das gibt es für mich übrigens gar nicht. Also wir werden nie angekommen sein, weil es immer weitergeht. Ja, weil wenn angenommen, du bist angekommen, ja, was ist dann? Ne? Also das heißt, unser Leben geht da immer weiter oder unser Prozess auch. Und ich glaube, das sind so die Mühlen des Lebens, die einfach auch langsam mahlen. Und so würde ich meinen Prozess auch beschreiben. Ich meine, ich war dann noch jahrelang war ich noch in dem Business unterwegs und habe dann aber irgendwann angefangen, nebenher meine Selbstständigkeit aufzubauen, im Speaking oder als Dozent oder Unternehmen als Berater, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, das macht mir viel mehr Spaß, da habe ich Freude. Ja. Und hatte einen Game-Changer-Moment, wo ich in einer Fachhochschule war und einen ganzen Tag doziert hatte dort mit den Studenten und bin abends rausgegangen und habe meinen Tag reflektiert und habe gedacht so, okay, ich habe mit jungen Menschen gearbeitet, ich habe sinnvoll gearbeitet, wir haben es lustig gehabt, ich gehe da energetisiert abends raus, ja, also wer kann das schon sagen, nach einem Arbeitstag, ich gehe energetisiert abends raus und habe mir gedacht, okay, und habe noch Geld verdient und habe ich gedacht, nur so darf Arbeiten sein, also nie wieder anders. Und also es gibt eine Gallup-Studie von 2019 ist die, glaube ich, 3/4 aller angestellten Menschen in Deutschland haben keine Freude beim Arbeiten. Also das ist krass. Also diese Auswirkung auf der einen Seite auf den Mensch, ja, wie sind wir unterwegs als Mensch, auch ressourcenmäßig, aber auch für Unternehmen, das ist fatal. Ne? Und dieser Moment, wo ich das realisiert habe, war so, okay, jetzt ist klar, ne? Jetzt darf ich irgendwie wirklich mein Unternehmen anfangen aufzubauen. Und das war dann letzten Endes auch Schritt für Schritt. Am Anfang habe ich 80% gearbeitet, irgendwann 50% und irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn du das ernst nehmen willst, dann musst du den Sprung wagen. Und das war, glaube ich, meine mutigste Entscheidung in meinem Leben, aus einem guten Angestelltenverhältnis rauszugehen in eine Selbstständigkeit. Und was mir natürlich gut getan hat, ich hatte das ja schon 10 Jahre lang nebenher aufgebaut. Ne? Das war so, das heißt, ich hatte eine gute Base und konnte da dann eigentlich mich voll reingeben. Mhm. Das ist spannend, das ist eigentlich immer irgendwie so der gleiche Weg, ich höre das oft, auch in Coachings, wenn die Leute so im Veränderungsprozess sind, so dass man macht erst was, baut sich das auf und dann irgendwann kommt es klein, meistens auch, wenn man dann sich reflektiert und dann irgendwann ist es halt dran, den Sprung auch zu wagen. Ich finde es, also das Thema Lebensfreude, wenn man das mal so sieht, du hast gerade gesagt, dass in Deutschland so 2/3 der Menschen ungefähr empfinden keine Freude bei dem, was sie tun. Und ich glaube, dass, wenn man hier mal mit offenen Augen durch Deutschland geht, glaube ich, kann man das auch sehen. Mir fällt es auf, weil ich auch viel im Ausland war, viel im Ausland gearbeitet habe, viel auf Reisen war und dann oft gemerkt habe, es gibt Länder, da funktioniert im Prinzip quasi fast nichts. Die Leute haben wenig Geld, haben wenig Besitz, aber die haben wirklich Unmengen an Lebensfreude. Und wie schaffen wir das mehr nach Deutschland zu bekommen? Weil das habe ich mir schon, also ich habe mir dann oft gedacht, wenn ich hier zurückkomme,
wir könnten es hier noch viel, viel besser haben. Bei uns geht es ja prinzipiell gut, auch materiell geht es ja uns erstmal gut. Im Vergleich zu vielen Ländern haben wir ein hohes Niveau, aber wenn wir noch ein bisschen mehr Lebensfreude damit reinbringen würden, dann könnte es uns noch mal ein ganz Stück besser hier einfach gehen. Wie schafft man das? Was kann man da tun? Ja, das ist die große Frage und ich meine, das ist ja auch mit das Ding, wo ich dran arbeite oder wenn ich mit Menschen zusammen bin, wo es darum geht. Ich glaube, wir müssen hier natürlich unterscheiden, die Länder, von denen du sprichst, die sind natürlich völlig anders strukturiert, die sind völlig anders unterwegs als wir. Und ich glaube, ich habe das vorher schon kurz erwähnt gehabt, so wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, mit dem Schulsystem, mit dieser Arbeitskultur, die wir haben, da war nie die Frage, ja, willst du Freude haben oder nicht, weil du musstest funktionieren. Ja. Und ich meine, ich mag da nicht zu tief reingehen, weil ich es irgendwie schade finde, aber wie tickt denn unsere Gesellschaft? Was wird denn von uns erwartet? Dass wir funktionieren, dass wir einen guten Job haben, dass wir erfolgreich sind, und ich meine, das haben wir perfektioniert. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt anschaue nach den Kriegen, nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben eine super Industrialisierung hingelegt. Wir haben Produkte, Prozesse, Projekte optimiert, wir haben viel Geld verdient, aber wir haben den Mensch vergessen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Ja? Weil letzten Endes Unternehmen bestehen aus Stahl und Stein, aber lebendig und erfolgreich macht sie der Mensch. Und den haben wir vergessen. Ja, und das ist das Problem, was wir jetzt gerade haben. Das heißt, wir müssen irgendwie auf der einen Seite wie ein paar Schritte zurückgehen, um dann wie darf ich das nennen, die Abzweigung anders zu nehmen. Und das heißt nicht, dass wir nicht mehr arbeiten. Und das heißt nicht, dass wir nicht erfolgreich sein dürfen. Aber wir dürfen lernen, diese Freude mit zu integrieren. Also, dass wir das praktisch zusammenbekommen. Und das sind natürlich verschiedene Komponenten, die da reinspielen. Also, mitunter hat es zum Beispiel damit zu tun, ist das, was du jetzt gerade arbeitest, bringt es dir wirklich Freude? Ist es deine Passion? Bist du dafür da? Also das war bei mir zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, okay, das, was ich tue, mache ich zwar gut und mein Chef war super happy damit und das hat funktioniert. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich habe das gut gemacht, aber es gibt sicherlich Leute, die das mindestens so gut oder ich bin sicher, die das auch noch besser gemacht hätten als ich. Und wahrscheinlich, die auch noch Freude daran haben. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass mit dem, wo ich erkannt habe, dass wenn ich mit Menschen arbeite, wie viel Freude ich denn habe. Wenn ich merke, wie viel ich geben kann und vor allem, wie leicht ich geben kann. Also das heißt, wenn ich heute am Wirken bin, dann fühlt sich das nicht mehr nach dieser harten Arbeit an, wie es sich früher angefühlt hat. Ja, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, ich war fertig. Und wenn ich Tabellen gemacht habe und ich musste irgendwie Präsentation machen und ich musste die PowerPoint ausarbeiten und dann musste ich mir überlegen, warum, weshalb, wieso. Und dann, also diese ganzen Sachen, die sich für mich damals so schwer angefühlt haben, die habe ich nicht mehr, weil das, was ich jetzt mache, ist für mich so, wir kennen die Begrifflichkeit aus dem Ärmel geschüttelt. Und ich schüttle es nicht aus dem Ärmel, aber es fühlt sich so an. Also es hat eine gewisse Leichtigkeit und vor allem habe ich echt Freude dabei, wenn ich sehe, was passiert bei anderen Menschen oder so wie du auch beschrieben hast. Das sind Feedbacks, wo ich denke so, ja geil, oder? Also ich durfte mit meiner Geschichte, mit meinem Leben, wie habe ich das geschafft, trotz so einem Handicap so viel Lebendigkeit in meinem Leben zu haben, durfte ich jemand inspirieren und irgendwas nimmt er davon mit und hat dadurch irgendwie eine Leichtigkeit oder eine Verbesserung oder irgendwas in seinem Leben. Ja, wie cool ist das denn? Und ich glaube, also das ist das, was mich motiviert, da weiterzumachen und da dran zu bleiben und einfach auch immer wieder zu gucken, wo brauchst du bei mir eine Korrektur von dem, was ich tue. Aber letzten Endes ist das so der Punkt, wo ich sage, als ich das gemerkt habe, das hat mich gecatcht und darum ist das für mich so ich musste meinen Weg finden, was ist es denn? Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Also auf der einen Seite dürfen wir was finden, was uns Freude bereitet, ja, auch in der Arbeit. Und das mag manchmal natürlich auch herausfordernd sein, weil wenn du jetzt, ich meine, ein Gespräch mit jemand aus der Industrie, ja, was machen wir damit jetzt mit jemand, der da am Band steht? Ja? Und natürlich ist es herausfordernd, da jetzt irgendwie zu überlegen, okay, wie können wir das gestalten? Aber darum soll es gar nicht gehen, weil ich glaube, dass wir manchmal vielleicht auch Tätigkeiten haben, die sind einfach so, aber zum Beispiel hinterfragen, okay, wie viele Stunden machen wir das denn? Ja? Und wenn ich sage, okay, ich habe, keine Ahnung, als Beispiel, ich habe
2 Tage die Woche, da mache ich das oder irgendwie wie auch immer. Und ich schaue aber ansonsten in meinem Leben, dass ich Freude habe. Also wir können Freude in Beziehungen, Freude in meinen Hobbys. Ne? Und dass wir da überall wieder und jetzt müssen wir gleich so ein bisschen in die Tiefe gehen, nachhaltige Freude wirklich haben. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung unserer Gesellschaft, weil wir oft gern von Spaß sprechen und da darf ich immer schauen, dass ich nicht missverstanden werde, weil Spaß und Freude sind für mich 2 Paar Dinge. Und wir sind gerne die Spaßgesellschaft, ja, die irgendwie Bungee-Jumpen gehen und die in irgendwelche Freizeitparks gehen. Und das sind für mich aber Spaßmomente, wo letzten Endes ein Endorphine und Adrenalin aufgebaut wird und dann fällt es aber wieder ab. Ja, oder wir gehen shoppen, ja, oder wir essen Schokolade. Ne? Das heißt, für den Moment geht es uns gut, aber dann fällt es wieder ab. Das heißt, es sind kurzfristige Freudenmomente, die wir da haben, oder Spaßmomente, die wir da haben, und dann fällt es wieder ab. Das heißt, es ist nicht langfristig anhaltend. Und Freude ist aber für mich wie eine Art Frequenz oder eine Schwingung, die ich aufbaue. Also als Beispiel, ich fange morgens damit an, bevor ich aufstehe, habe ich meine Meditationseinheit, wo ich auch mit der Freude arbeite. Das heißt, wo ich wie eine Tagesausrichtung auch mache. Und letzten Endes ist eine Frequenz, die schwingt. Wir haben ja ganz viele verschiedene Frequenzen, also höhere Frequenzen, niedere Frequenzen, wo ich mir alleine schon überlegen darf, okay, in was für einer Frequenz mag ich denn unterwegs sein? Also die niederen Frequenzen, die Angst, die Neid, die Gier, die Wut. Ne? Und das kennen wir ja aus den letzten Jahren, wenn wir in der Angst unterwegs sind oder wenn uns Angst gemacht wird, ne? Auch müssen wir nur die Nachrichten angucken heutzutage, da ist es natürlich schwierig, in meine Kraft zu kommen, in mein Potenzial zu kommen. Also das heißt, da fängt für mich dann Bewusstseinsarbeit an. Wie will ich denn überhaupt unterwegs sein? So, eine höhere Frequenz irgendwie mit Freude oder Dankbarkeit oder Liebe. Und dann mich damit zu beschäftigen, okay, was kann ich denn dafür tun? Und als Beispiel jetzt eben die Meditation oder bei jemand anders ist es Yoga oder geht in einen Waldspaziergang machen oder was auch immer. Und ich glaube, das ist der Anfang, wo wir wirklich in uns arbeiten dürfen, um dann zum Beispiel auch mehr Freude in mein Leben zu bekommen, und indem ich mir bewusst bin, was macht mir denn wirklich Freude? Na, oder wenn ich 2 Stunden durch Social Media scrolle, so habe ich danach mehr Freude. Und es geht mir nicht darum, Social Media zu verteufeln oder sonst irgendwas, sondern einfach so, jetzt kommen wir wieder zum Warum. Warum mache ich das? Warum bin ich da 2 Stunden unterwegs? Und natürlich kann ich mal 5 oder 10 Minuten mich dort ablenken lassen, aber genau das macht es ja auch. Das lenkt uns eigentlich ab von dem, wo denn der Fokus hingeht. Wo ist es denn wirklich wichtig? Was ist denn das Ziel, wo wir unterwegs sein dürfen? Und ich glaube, da dürfen wir einfach viel bewusster unterwegs sein und überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Und wenn wir diese Sachen bewusst machen, ich glaube, dann fängt es einfach an, dass unser Fokus sich verändert. Und wenn wir dann zum Beispiel mehr in der Freude unterwegs sein wollen und sowas auch reinziehen, in Anführungsstrichen. Ja. Es ist spannend. Ich hatte das gleiche Thema vor kurzem im Podcast. Da ging es ums Thema Bewusstsein. Und der ist auch Stefan und er hat mir eben genau das Gleiche gesagt. Also es ist eine bewusste Entscheidung, in welcher Frequenz wir sein wollen. Und du sagst im Prinzip genau das Gleiche. Also wenn du früh aufstehst, dann ist die erste Aufgabe für dich, okay, ich habe eine gewisse Morgenroutine, eine gewisse Praxis, die übe ich aus, um mich im genau in diesen Zustand bewusst reinzubewegen und eben nicht unbewusst in dem Zustand, der vielleicht gerade jetzt irgendwie da ist. Stimmt das so für dich? Also das ist so der erste Schritt. Also das kann man im Prinzip als Tipp auch schon so mit rausgehen, okay. Voll. Das ist so wie Zähneputzen, sage ich mal. Ne? Irgendwie, wir sind es gewohnt, Zähne zu putzen, ne? Aber wir haben uns nie damit beschäftigt, was kann ich denn meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist Gutes tun. Und ich habe mal eine voll schöne Unterhaltung gehabt, da sind wir dann im Schluss drauf gekommen, dass wenn die Menschen, die ins Fitnessstudio gehen und sehr viel Zeit und sehr viel Training für ihren Körper aufbringen, wenn wir diese Zeit in Bewusstseinsarbeit und hier oben für unseren Brain, für unsere Seele, die Welt würde vollkommen anders aussehen. Ja. Das ist Also das, und der Witz ist noch, da hatten wir dann uns sehr drüber amüsiert, ist, dass, was passiert mit unserem Körper, wenn wir sterben? Er zerfällt, er wird irgendwie, wenn ich es so sagen darf, er wird zu Wurmscheiße. Ja? Aber wie viel Zeit haben wir verbracht, um ihn zu stärken, um ihn zu trainieren, um irgendwie, das ist krass. Also auch wieder, warum mache ich so etwas? Warum gehe ich ins Fitness? Und auch
das geht nicht darum zu sagen, dass es schlecht ist. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach nur, warum machst du denn etwas? Ja? Und ich glaube, dass diese Frage echt so viel klärt und uns einfach auch aufzeigt, so, wie sind wir unterwegs, wo sind wir unterwegs, warum sind wir unterwegs, was tun wir da? Und dann, unser Gehirn ist eine Problemlösungsmaschine. Ja? Also das heißt, sobald ich dir oder mir eine Frage stelle, zum Beispiel auch warum ist ja auch eine Frage, fängt unser Gehirn an zu arbeiten. Also das heißt so, was kann ich tun, um heute mehr Frage? Also Joachim, was kannst du tun, um heute mehr Freude zu haben? Da springt dein Kopf gleich an. Also, was kann ich tun? Ja, und da sind wir genial drin. Also das ist ja schön, dass wir so einen wachen Brain haben. Und dann sucht er das. Also keine Ahnung, das darf ja jeder für sich selber beantworten, aber das ist letzten Endes irgendwie so diese, ja, was heißt ein Trick, aber wie wir einfach auch der Freude auf die Spur kommen können. Ja? Und ich habe das teile ich super gerne, ein Lifehack von mir. Ich habe eine Freudenliste. Eine Freudenliste hängt bei mir zu Hause am Schlafzimmerschrank und ich habe sie bei mir im Handy drin. Warum? Und zwar immer in Momenten, wo es uns nicht gut geht, wo wir irgendwie down sind, whatever, da kommen wir gar nicht auf die Idee, was kann ich denn jetzt tun, um wieder mehr Freude zu haben. Ja, weil wir einfach da im Sumpf sind und es ist irgendwie, keine Ahnung. Ne? Und das ist ja auch fein, also wir dürfen das ja auch mal sein, das ist ja auch so ein bisschen eine Krankheit unserer Gesellschaft, dass wir nicht einen Tag haben dürfen, wo wir mal unmotiviert sind oder wo es mal, da geht es mir auf den Keks. Oder das habe ich auch. Das ist irgendwie so, wo ich morgens denke, ich habe keinen Bock aufzustehen. Oder abends denke ich, was habe ich für einen komischen Tag gehabt? Oder mir gelingt was nicht, ich bin unmotiviert oder sowas. Also das dürfen wir auch haben und wir sind trotzdem gute Menschen. Ja, das ist, das mache ich ganz viel, wenn ich mit jungen Menschen, mit Jugendlichen mich unterhalte oder Workshops mache. Auch dieses, hey, das ist okay, wenn wir mal uns nicht okay fühlen. Ne? Also es ist nicht alles Instagram live und alles muss immer super sein. Und die Herausforderung ist, wenn wir dann aber, okay, ja, jetzt habe ich einen Scheißtag gehabt und jetzt morgen geht's wieder. Was kann ich denn tun, um einfach wieder in die Kraft zu kommen, in die Freude zu kommen? Und da hilft mir dann die Freudenliste, weil ich die dann angucke und denke so, ja, genau, darauf habe ich jetzt Bock, das kann ich tun, das tut mir jetzt gut. Und bei mir sind das, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, bei mir ist es irgendwie wirklich in den Wald gehen oder irgendwie biken zu gehen, Sport zu machen oder laut Musik zu hören oder zu tanzen oder was Leckeres zu essen, ein tolles Gespräch mit einem tollen Mensch oder ich mache einen Mittagsschlaf. Manchmal ist es einfach auch nur der Mittagsschlaf, den es braucht, ja. Oder ein gutes Buch lesen oder ein Feuer machen oder mal nichts tun. Das war für mich, ich war immer ein Mensch, der immer unterwegs ist, der am Wochenende immer irgendwie, was kann ich tun, was kann ich machen? Ich musste lernen, nichts zu tun. Und zwar wirklich nichts. Also nichts zu tun heißt auch keine Musik zu hören und auch nicht zu meditieren und kein Buch zu lesen, sondern einfach nur zum Beispiel auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Das war für mich so ist heute noch eine der größten Herausforderungen, wirklich nichts zu tun. Aber das ist so befreiend, das ist so hilfreich, das ist so, also was auch in diesen Zeiten entsteht, wenn ich mir das gönne, das ist genial. Also wie auch der komplette Körper, die Seele wie auch runterfahren kann, um dann wie auch eine Kraft zu sammeln, um dann wieder neu loslegen zu können. Mhm. Das waren jetzt gerade 2 Tipps in einem. Ja, aber darum geht es ja auch letzten Endes. Ja, aber es baut sich schon auf. Also der erste Tipp war, erstmal bewusst in die Freude reinzugehen. Und dann hast du noch so diese Freudeliste, wie du gesagt hast, wo du einfach Dinge drauf hast, um dich zu erinnern, was macht mir denn Spaß, was mache ich gern. Genau. Ich habe mir gerade so gedacht, im Umkehrschluss ist ja auch, wenn die Freude nicht da ist, man kann es ja auch als Indikator nutzen, dass ich vielleicht gerade in einer Lebenssituation bin oder Dinge tue, die mir gar keinen Spaß machen. Also dass es vielleicht auch dran ist, meine Lebenssituation anzupassen oder zu ändern. Würdest du sagen, das ist stimmig? Also ich glaube, prinzipiell würde ich mal ja sagen, aber ich glaube, wir dürfen da noch ein bisschen tiefer schauen. Weißt du, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, dann erlebe ich ganz viel, ich bringe es gleich auf den Punkt, dass die Verantwortung abgegeben wird. Ja, also das heißt,
ja, ich kann, mir geht es nicht besser, weil, ja, und dann kommt irgendeine Ausrede, wenn ich es mal so auf den Punkt bringen darf. Also, weil mein Chef oder weil meine Mama oder weil meine Frau oder weil, also irgendjemand anders macht was, warum es mir nicht gut geht oder warum es mir nicht gut gehen kann. So, und das haben wir gelernt und das ist wie doktriert bei uns, dass wir, ja, weil die Politiker nicht, ne, darum ist das und das und darum geht es mir so schlecht. Und dem bin ich irgendwann auf die Spur gekommen. Und das ist so fatal, weil wir das selber gar nicht, oder wir schnallen das oft gar nicht. Und das ist das, was ich meine mit, wir dürfen die Verantwortung wieder zu uns zurückholen. Weil, ich meine, ganz ehrlich, wer ist denn dafür verantwortlich, dass es mir gut geht? Niemand anders als ich. Ja. Nicht meine Mama, nicht meine Frau, nicht mein Kumpel, nicht mein Chef, niemand anders. Sondern ich muss abends im Spiel gucken und sagen so, okay, Stefan, wie ist es denn jetzt nun wirklich? Ja, und das ist eine fette Herausforderung, weil wenn ich realisiere, okay, ich bin für mich verantwortlich für, wie es mir geht, was ich tue, was ich nicht tue, warum? Und dann wird es spannend, weil dann merke ich, wie viel Verantwortung, wie viel Macht ich eigentlich habe für mein Leben. Und dann mir eben auch zu überlegen, ja, was mache ich denn? Und was mache ich nicht? Oder mit welchen Leuten bin ich unterwegs? Ja, wir wissen ja, die 5 Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, so werde ich auch, oder so bin ich auch. Das heißt, wenn ich nur ich habe immer gerne das Wort der Stinkstiefel, wenn ich nur mit Stinkstiefeln unterwegs bin, ja, da wird es doch schwierig, irgendwie in der Freude zu sein. Ja, dann irgendwie ist der Weg in die depressiven Phasen irgendwie fast schon vorprogrammiert. Und ich mag das nicht negativ betrachten oder das ist keine Abwertung. Das ist einfach, wie ich das sehe und was das ist. Und ich habe Leute kennengelernt, die in Depressionen unterwegs sind. Und das ist schlimm. Und das ist irgendwie, es wäre nochmal ein separates Thema. Also ich mag das überhaupt nicht irgendwie schlecht reden oder sowas. Aber da brauchen wir einfach irgendwie so, was hilft uns, was stärkt uns? Und das ist etwas, was leider nicht gefördert wird in unserer Gesellschaft, was wir selber wieder in die Hand nehmen müssen. Und das ist, das ist unsere Verantwortung. Das ist für mich, das ist eine Haltung gegenüber meinem Leben, eine Verantwortung für, wo will ich denn hin mit meinem Leben und was kann ich selber dafür tun? Und wir können sehr viel dafür tun, weil, ich meine, du hast es erwähnt, du warst in vielen Ländern unterwegs und ich war in Bali, in Kambodscha, in Afrika. Wenn du da zurückkommst, dann weißt du, wie gut es uns hier eigentlich geht. Absolut. Und sorry, wir haben alle Möglichkeiten, dass es uns gut geht. Wir dürfen einfach noch die Kurve bekommen. Und die Kurve bekommen ist nicht mit dem Fingerschnipsen und morgen ist alles gut. Es ist bei den meisten Menschen ein Weg. Und je nachdem, was für Päckchen man hat, ist es bei dem einen braucht es länger, beim anderen braucht es weniger lang. Aber wir dürfen uns auf den Weg machen und das auf den Weg machen. Und das ist für mich eigentlich ein Wort und das ist das Ja. Das Ja zu mir selber, das zu sagen, so, ja, ich möchte diesen Weg gehen. Und für viele Menschen ist das eine riesen Herausforderung, wo sie dann auch oft nicht wissen, so, ja, was mache ich denn jetzt oder was ist denn der erste Schritt oder sowas und da sich einfach auch Unterstützung zu holen und ob das ein Coach ist, ob das eine coole Ausbildung ist oder so, ich glaube, da gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten, wo man wirklich sich Hilfe holen darf, um diesen Weg gehen zu können und dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir das alle schaffen und jeder auf seine Art und Weise. Aber das ist das, was es braucht. Ich muss wollen, ja, ich muss dieses Ja haben und wenn ich es heute nicht habe, heißt es noch lange nichts, weil vielleicht habe ich es morgen oder in einem halben Jahr oder in 2 Jahren. Also das ist, glaube ich, einfach aus dem Prozess, der in uns wirken darf und das ist ja nicht einfach nur so, gehe ich jetzt beim Türken, beim Inder oder beim Italiener essen. Das ist ein bisschen tiefschwingender, weil es einfach letzten Endes auch eine innere Arbeit ist, die da stattfindet. Ne? Ich kann das bei meinem Weg, also ich weiß, ich hatte eine Phase in meinem Leben, da war die Freude quasi nicht mehr existent. Und ich konnte sie aber auch nicht mehr fühlen. So, ich war zu. Ja, ich war wie voll mit Emotionen, mit irgendwie Funktionieren und habe das sehr lange im Außen gesucht, im Sport, im Weggehen, im Feiern, im Trinken, irgendwie so. Und das sind halt genau das, was du vorhin gesagt hast, diese kurzen Freuden,
nachts geht es dir gut irgendwie und das ist wie so ein Hoch und am nächsten Tag fällst du umso tiefer und fühlst dich wieder, habe mich sehr leer gefühlt. Und ich hatte auch viele körperliche Symptome, damals Allergie, Rückenschmerzen und bin so im Prinzip in die innere Arbeit gekommen und habe Schicht für Schicht durfte ich lösen. Auch ganz viel Schmerz, also solche Sachen wie zum Beispiel der Tod von meinem Papa war noch nicht verarbeitet, das war so ein ganz großes Ding. Und ich habe dann gemerkt, so langsam über die Jahre kam genau dieses Gefühl wieder durch, diese Freude, die von innen kommt, die wie wie eine Frequenz wirklich so aus dem Herzen kommt und die eigentlich nichts braucht. Also ich merke so, je einfacher mein Leben wird seitdem, dann kommt die Freude einfach aus dem Nichts. Also wirklich so Freude am Leben, Freude da zu sein, Freude, so Dankbarkeit ist da oft mit drin für ein Gespräch, für ein Treffen, für den heutigen Tag, dass es mir gut geht, dass ich hier bin. Und das ist spannend, dass das war schon immer da, aber ich würde es so beschreiben, in meiner Situation, ich konnte es nicht mehr fühlen. Also wie mein Körper konnte nicht mehr schwingen. Es war wie überdeckt. Es war überdeckt, genau. Das war überlagert von ganz viel Schmerz in meinem Fall. Und als ich das dann so nach und nach über Bord geschmissen habe, dann kam das nach und nach wieder. Und ich habe das vor kurzem erst gesagt, tatsächlich würde ich sagen, so manchmal, wenn ich kenne diesen Zustand, wenn ich in eine Meditation richtig tief eintauche und dann kommt diese Freude aus dem Nichts, dann erinnert mich das an meinen Zustand als Kind. Also ich kann mich erinnern, wie es mir als Kind ging und da war das im Prinzip mein ganz normaler Zustand. Jeden Tag war ich einfach wirklich in so einer ganz natürlichen Freude und wie sagt man so, eine Begeisterung, Offenheit, man entdeckt die Welt und ich glaube, wer sich noch ein bisschen erinnern kann, wer eine gute Kindheit gehabt hat, das weiß, ist halt normal. Und wenn man das sich als Erwachsener wieder schaffen kann, dahin zu kommen, das ist halt, ist fantastisch. Ich glaube, wir haben alle dieses Bild von diesem Kind oder diesen Kindern und von dem her auch zu wissen, dass wir tragen das in uns. Wir haben das in uns. Es ist nicht so, ich bin davon überzeugt, dass wir das alle in uns haben und ich bin genauso davon überzeugt, dass ich mag meinen Lieblingsspruch nochmal wiederholen, dass es nicht darauf ankommt, was wir haben, sondern was wir daraus machen. Und dass es egal ist, wo wir herkommen, was für eine Hautfarbe wir haben, was für eine Religion wir haben, was für eine sexuelle Orientierung wir haben, was für Traumata wir erlebt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir wirklich wollen, den Weg finden können für ein erfülltes Leben, für ein gechilltes Leben, können wir auch sagen, für ein lebendiges Leben, wirklich, dass wir wieder lebendig werden, ja, und nicht vorm Fernseher versauern und irgendwie vor der Zeitung und vor den Nachrichten, sondern dass wir wirklich die Lebendigkeit zurückholen und Freude leben können. Und da darf jeder so sein Wort dafür finden. Und ich meine, wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, da haben wir noch einen Weg vor uns, ne? Aber es ist möglich, es ist machbar. Und ja, für dem einen wird es leichter fallen, dem anderen hat er vielleicht mehr, braucht länger oder sonst irgendwas. Und das ist nicht schlimm, das ist einfach so, weil wir alle unterschiedlich sind. Aber wir haben alle, und das ist das, was wenn ich mit Menschen arbeite, was ich denen immer sage, wir haben alle die Möglichkeit, diese Schritte zu gehen. Und es ist, wir dürfen es muss wie Klick gemacht haben, dass ich will dafür gehen. Also ich darf mich ich nenne es ja manchmal, wenn ich sage, so, ich stifte die Leute dann wieder an oder so. Ja. Oder ich stecke sie an mit der Freude. Du stiftest die Leute zur Freude. Ja, genau. Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, so, ich stecke sie an und das war dann so, wann war das? Vor 2-3 Jahren war das dann so schwierig, musste ich die Begrifflichkeit ändern. Genau. Aber das ist so, ich meine, guck mal, das ist doch auch spannend. Stell dir vor, genau, das war doch in dieser Zeit, wo es diese Impfungen gab oder sowas, da habe ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das ein Cartoon war, wenn wir alle geimpft werden würden mit dem Molekül oder wie auch immer wir das nennen wollen, was Liebe heißt oder was Freude heißt oder was Lebendigkeit heißt oder was. Also überleg mal, wie und oft hat es ja auch so ein bisschen den Placebo-Effekt, so, ja, du hast jetzt hier die Impfung der Liebe bekommen oder sowas und
Na, also da springen wir ja extrem gut drauf an, auf solche Sachen. Das wäre mal eine interessante Studie. Ja, oder? Genau. Also ein liebes Placebo zu verpassen Ja, genau. und mal schauen, was passiert. Und am Pflaster, irgendwie so ein Pflaster. Ein Pflaster, ja. Aber guck mal, das ist doch irgendwie so, ich liebe sowas, ja, wenn du ein Pflaster brauchst, nimmst du so ein Pflaster, machst ein Herz drauf und klebst Pflaster. Das hat eine Wirkung, ja. Und der Witz ist, irgendwie, wenn du das Pflaster siehst oder sowas, jemand anders sieht es und dann gibt es oft Leute, die haben eine Reaktion darauf. Das ist so, wie wenn du jemand begegnest, der dich anlacht. Ja? Wir sind ja oft irritiert, wo ich denke, so, habe ich einen Fleck irgendwo oder ist da hier noch Tomatensauce oder die Schokoladenkrümel auf der Nase oder so, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber das also es sind ja die Spiegelneuronen, die da dann anspringen. Das ist ja erklärbar, warum das so ist. Und von dem her überlege dir, mit was für Menschen du dich umgibst. Aber wir können so viel machen. Also das ist irgendwie unsere Wissenschaft, unsere Forschung ist so weit und ich sage immer, wir wissen alles. Also vielleicht nicht, also wir wissen, glaube ich, sehr viel und wenn wir es nicht wissen, dann wissen wir, wo wir nachgucken können, wo wir uns echt auf den Weg machen können, vorwärts zu gehen und wirklich für uns selber was Gutes zu tun. Und ich glaube, das war das Thema mit dem Fitnessstudio, also wenn wir da wirklich anfangen, an uns zu wirken, zu arbeiten, diesen Weg zu gehen, dann, oh Gott, weißt du, wo die Menschheit irgendwo stehen wird? Also das ist so, ja, also ich glaube da voll und fett da dran und ja, es ist ein Weg, definitiv, also habe ich selber durchgemacht, aber von dem her weiß ich auch, ja, wir können das, wir schaffen das, ja. Du bist ja viel in Firmen auch unterwegs. Wie reagieren die denn da so drauf? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der da vielleicht Angst hat, dass die Belegschaft zu viel Spaß hat, zu viel Freude irgendwie oder dass es auch vielleicht tatsächlich auch bewirkt, dass Menschen halt eine andere Richtung einschlagen. Also wie reagieren die Leute da so drauf? Ja, also wenn ich in Firmen unterwegs bin, dann ist es nicht die Freude, mit der ich unterwegs bin. Also das ist, da wirkt mein Name schon. Oder ich kann es ja gar nicht verbergen. Also einfach dadurch, dass ich bin, wie ich bin, wirke ich ja. Also ich habe einen, wo ich immer wieder hinkomme und dann heißt so, der Herr Sonnenschein ist wieder da. Und ich habe nichts gemacht. Also, aber wo ich dann merke, so, da wirkt was bei den Menschen oder so. Letzten Endes habe ich mich einfach damit beschäftigt, was brauchen wir denn? Was brauchen gerade jetzt in Unternehmen? Ich meine, ich war über 20 Jahre lang war ich in Unternehmen. Ich kenne leider, wie es da aussieht, oder was heißt leider, aber da ist so viel Potenzial da und ich meine, was brauchen diese Menschen dort? Ich meine, das ist ein Unternehmen, aber letzten Endes geht es ja auch dort um die Menschen und ich meine, das ist der Ansatz, den ich da einfach auch gehe, zu schauen, was brauchen die Menschen, was ist, und manchmal sind das ganz einfache Sachen, ob das Wertschätzung ist, ob das mal Zuhören ist, ja? Und einfach zu schauen, es kommt ja auch immer drauf an, was ist es denn für eine Firma? Also ich schaue mir das im Vorfeld an oder frage auch, okay, was sind denn die Themen oder so. Und manchmal sind es ganz einfache Sachen, so wo es ist dann auch ein Unterschied, es ist ein großes, ein mittelständisches Unternehmen oder ein Kleinunternehmen, wo so, okay, hey, habt ihr mal überlegt, wo ist denn eure Strategie? Wo wollt ihr überhaupt hin? Was ist denn euer Ziel? Ne? Weil wenn das den Menschen nicht klar ist, dann wird es schwierig. Ne? Also wir müssen wissen, in was für eine Richtung steuern wir. Was ist nur unsere Aufgabe? Ob das jetzt ein Team ist oder ein Unternehmen ist. Oder sich dann mal zu unterhalten, okay, was sind denn Werte, mit denen wie wir in unserem Unternehmen leben wollen. Ne? Und wenn wir jetzt über Ziele sprechen, so, okay, was brauchen wir denn, um an die Ziele zu kommen? Also den Menschen einfach auch wie manchmal wirklich so ganz einfache Steps, wie mit ihnen das zu erarbeiten und wo sie dann nachher feststellen, so, hey, wow, ja, das war jetzt überhaupt nicht schwierig, aber wir haben den Weg gar nicht gesehen, weil wir viel zu verkopft waren oder wir haben nur diese Themen gesehen, die wir die ganze Zeit uns um die Köpfe irgendwie rumschwirren oder was alles nicht geht oder so. Und dann brauchst du halt einfach mal diesen Blick von außen oder diese Hand von außen, die da dann einfach mal andere Wege aufzeigt oder so. Also manchmal sind es in Anführungsstrichen ganz einfache Themen und klar, manchmal sind es dann auch, wo dann Gespräche entstehen, die in Richtung Coaching einfach gehen, wo du in der Führungsebene einfach auch da vielleicht mal ein bisschen tiefer gehen darfst und auch, okay, wie wollen wir denn unsere Mitarbeiter führen? Ja, und also da spielen verschiedene Sachen immer mit rein, wo ich dann einfach gucke, okay, vielleicht ist es ein Unternehmen, wo es einfach dann mal um das Thema Resilienz geht. Ja, ich meine, wir kommen ja aus einer Krise in die nächste Krise oder haben Stapelkrisen, inzwischen kann man das ja schon nennen.
wo wir jetzt schauen, wie kommen wir denn da durch, ja? Und nicht nur, wie überleben wir diese Krise, sondern wie können wir gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Und da gibt es einfach Ansätze, die man gehen kann, die man mit den Menschen gehen kann. Also habe ich vorher auch schon ein bisschen erzählt. Und dann schaffen wir solche Wege, ja? Dann funktioniert sowas und dann haben wir eine Krise, aber wir gehen da durch, Punkt. Und da versuche ich natürlich auch anhand von meiner Geschichte das mit aufzuzeigen, dass wir einfach, als erstes brauchen wir das Ja, das Wollen, weil ansonsten wird es schwierig. Ne? Irgendwie dann, wenn dann auch in einem Unternehmen, wenn man eigentlich nicht wirklich will, dann wird es wirklich schwierig. Ne? Das ist klar. Aber wenn wir diesen Weg gehen wollen, und das ist immer die Frage, okay, wie begleite ich ein Unternehmen? Oder manchmal ist es dann einfach auch nur, indem ich einen Impulsvortrag mache und der denn wirken darf. Ne? Oder dann kommt irgendwie so ein Jahr später mal so, Mensch, Herr Freude, Sie waren noch bei uns, können Sie nicht nochmal? Oder dass dann irgendwie das nachschwingt. Und das freut mich dann immer sehr, wenn ich dann merke, so, mein Impuls hat noch so die Wellen bis ein Jahr später. Genau, das ist also für mich immer eine sehr individuelle Geschichte. Und früher, als ich angefangen habe, ich mir gedacht, ja, ich muss die Freude in die Unternehmen reinbringen. Das ist es überhaupt nicht. Ja, das ist auch nicht das, was Unternehmen wollen. Es geht letzten Endes wirklich darum, wie können wir gut zusammenarbeiten, wie können wir gestärkt den Menschen stärken, so dass ein Unternehmen zukunftsstark ist oder werden kann. Und das ist das, was wir brauchen, weil ich meine, wir strugglen, oder ganz viele Unternehmen strugglen gerade. Also ich meine, müssen wir nur die Nachrichten angucken, wo die alle unterwegs sind. Automobilindustrie total intensiv, oder da komme ich auch her, von dem her verfolge ich es natürlich auch immer ein bisschen. Aber wo ich mir angucke, so, ja klar, mich wundert es nicht, dass wir an dieser Stelle angekommen sind. Ne? Also wir hatten es vorher kurz davon, das Thema Menschlichkeit. Wir dürfen den Mensch wieder sehen, wieder wertschätzen, wieder mit denen arbeiten. Der Mitarbeiter ist nicht nur eine Nummer. Und da bekommen wir einfach dann, wenn wir diese Passion wieder reinbringen dürfen. Das sind einfach die Themen, wo es dann einfach so, was brauchen die Menschen in dem Unternehmen? Ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung, da steckt ganz viel Mehrwert drin. Also auch wenn ich arbeite um Business Coaching zu einem gewissen Grad und das sind auch immer die gleichen Themen. Und ich hatte zum Glück in meiner eigenen Erfahrung, ich bin nach dem Studium, habe ich hier bei einer deutschen Firma angefangen und nach 3 Monaten war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite nicht als Ingenieur. Ich war bereit, eigentlich meine Karriere komplett zu ändern. Und habe dann aber noch, da hat eine Bewerbung noch gegriffen beim anderen Unternehmen, bei dem ich dann relativ lang war. Und da war das eben genauso, die hatten so eine tolle Firmenphilosophie, dass ich mich wohlgefühlt habe. Also ich habe mich einfach wohlgefühlt in der Firma. Und obwohl ich hatte am Anfang einen 3-Jahresplan, ich habe gedacht, ich mache mal 3 Jahre oder 5 Jahre. Und ich bin 14 Jahre bei der Firma geblieben und hatte die ganzen 14 Jahre mehr oder weniger Spaß bei der Arbeit. Klar, Montag früh immer nicht, aber sobald ich dort war, hat es gepasst. Und ich weiß auch im Nachhinein, das lag wirklich an der Struktur, wie die Firma gearbeitet hat, wie ich mich dort entfalten konnte, wie ich sein konnte. Und es war auch kein deutsches Unternehmen. Also es war eine andere Firmenkultur, die da gewirkt hat. Hätte ich das Umfeld nicht gehabt, hätte ich meine Ingenieurtätigkeit vor vielen Jahren schon an den Nagel gehangen. Und ich glaube, da kommt halt wirklich der Mehrwert rein. Also gerade Firmen, die jetzt gerade vielleicht diesen Fachkräftemangel haben, nicht die richtigen passenden Talente finden. Ich sollte als Unternehmen dann eben auch attraktiv sein, dass Menschen dort vielleicht nicht nur 2-3 Jahre arbeiten, sondern länger bleiben. Und also ich kann nur für mich sprechen, bei mir war es halt, ich habe mich wohlgefühlt dort und deswegen bin ich geblieben. Und ich hätte woanders sicherlich, hätte ich gekündigt, hätte ich 1-2 Karrieresprünge machen. Finanziell wäre es woanders lukrativer gewesen. Und trotzdem bin ich bei der Firma geblieben, weil ich gemerkt habe, hey, das gesamte Umfeld, das macht mir einfach Spaß, da zu arbeiten. Das ist das, was den Mensch reizt. Ja. Ich habe einen Partner, die zahlen auch untertariflich, also die können einfach nicht mehr zahlen, Punkt, ist egal. Aber warum bleiben die Mitarbeiter dort? Weil die sagen, das ist wie Family bei denen dort. Und das ist das, was viele Menschen einfach, was uns gut tut, ja, wenn wir irgendwie, ich meine, wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit und wenn ich da Menschen habe, mit denen ich gut kann, die mir wohlgesonnen sind, wo es sich wie Family anfühlt, dann machen die das, auch wenn sie woanders mehr Geld verdienen würden. Und das ist für mich so der spannende Punkt, wo ich sage, so, okay, was brauchen wir denn wirklich?
Und es ist nicht der Boni, der neu dazukommt, oder es ist nicht der Tankgutschein, oder das war früher mal. Aber da sind wir weiter. Und da dürfen wir wie switchen. Wir dürfen eine neue Arbeitskultur, eine neue Unternehmenskultur anfangen zu leben. Und da ist der Mensch an erster Stelle. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, so wie du auch gerade beschrieben hast, so, dann bleiben die Menschen, ja, oder was auch immer. Ne? Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, ganz viele Firmen, die von einem Fachkräftemangel sprechen, nicht alle, aber ganz viele, muss ich ganz ehrlich sagen, so aus meiner Perspektive, und ich habe, glaube ich, einen recht guten Umblick oder Überblick, wir haben keinen Fachkräftemangel. Die Fachkräfte sind vielleicht nicht bei dir im Unternehmen. Ja. Und jetzt ist spannend zu fragen, warum sind sie nicht bei dir, sondern bei XY. Ja. Und du hast es gerade gesagt, so, ja, das sind Sachen, die einfach, was ist denn uns Menschen, uns Mitarbeitenden, wenn wir in der Firma sind, was ist denn uns wichtig? Was ist denn eine Führungskraft? Wie gehen wir denn mit Führungskräften um? Führungskräfte sind die ein Unternehmen ausmachen. Ja, wir haben von oben her, vom Management her, die geben das vor. Das heißt, da fängt es an, also mal gucken, ob das da irgendwie alles in guten Tüchern läuft oder so. Aber dann sind die Führungskräfte die das umsetzen müssen, sollten. Ja. Und wenn die aber irgendwie strugglen, wenn die nur Druck von oben haben und von unten motzen alle oder sowas, also ich meine, wenn ich mich mit Führungskräften unterhalte, die haben keinen Bock mehr, die sind fertig, die sind am Ende, die können nicht mehr. Ja? Und das ist für mich, wo ich, wenn ich denen zuhöre, wo ich so denke, so, hey, verrückt, also wo sind wir unterwegs? Na, also das sind einfach Sachen, da dürfen wir anfangen, Sachen zu verändern und irgendwie, was brauchen wir dort? Menschlichkeit. Ne? Menschlichkeit ist so das große Ding, was wenn ich nachfrage, ist das irgendwie so eines der Wörter, die am meisten kommen. Wir brauchen ja Menschlichkeit. Ja? Also ich glaube, da ist richtig viel Potenzial noch abzugreifen. Und ich habe das auch gesehen in meiner beruflichen Karriere. Ich war ja immer im Kundenkontakt. Das heißt, ich konnte in ganz viele Firmen reinschauen. Ja? Und ich habe dann auch, klar, man geht abends mal essen und man unterhält sich und dann und ich konnte mal sehen, wie geht's dem Menschen, wie ist der drauf, wie spricht er über die Firma und wie tickt die Firma. Und das ist immer kohärent gewesen. Und da gab es Leute, die waren in einer kleinen Firma, da ging es familiär zu, man kannte sich und die haben die Firma wirklich übers Höchste gelobt und andere haben mal gemerkt, die waren da halt einfach dort, weil sie ihr Geld verdient haben. Und das merkst du den Menschen aber auch an. Ja, und da gibt es noch richtig viel Potenzial, weil, das kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sagen, als ich fertig war mit dem Studium, ich war jetzt nicht der gesagt hat, ich muss Karriere machen und ich muss jetzt Gas geben. Aber ab einem gewissen Punkt und auch kombiniert mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, mit Themen lösen, habe ich gemerkt, irgendwann, hey, das macht richtig Spaß. Ich hatte richtig Spaß. Die letzten Jahre, obwohl ich viel mehr Verantwortung hatte in der Firma, die haben mir super Spaß gemacht. So, und das ist das Beste, was dir als Firma passieren kann, dass du eine Führungskraft hast oder egal wo, dass du Menschen in der Firma hast an einer Position, die sich da irgendwie identifizieren und die das halt mit einem gewissen Spaß und Leidenschaft machen, weil dann fällt auch nichts rechts und links runter. Und wenn mal was runterfällt, dann findet man eine Lösung dafür und ist nicht dieses also der hat einen Fehler gemacht oder sowas, sondern okay, ja, das war schiefgelaufen, ja, okay, fair enough und jetzt geht's weiter und jetzt gucken wir uns sowas, ja. Also jetzt ist es zum Beispiel auch, was die Fehlerkultur in Deutschland, ja, irgendwie so, ich meine, wenn wir das mal anschauen, was wir da, das fängt ja in der Schule schon an, ja, also im Diktat, ne? Hier Fehler, wird alles rot angestrichen, unten steht dann irgendwie 23 Fehler, dann bekommst du eine 4 oder eine 5 oder was auch immer so. Ja, aber was hat denn das Kind alles gut gemacht? Also das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich dir da zuhöre, wie schlimm wir da eigentlich unterwegs sind, ja, also wir stärken unsere Kinder nicht und dann wundern wir uns, was dabei rauskommt. Ja? Und ich meine, das zieht sich ja dann im Arbeitsleben durch. Ja? Und ich meine, das ist ja dann auch so eine Kulturgeschichte, aber wir dürfen uns wieder unserer Stärken bewusst werden, zum einen, und dann dürfen wir sie auch leben und dann wissen wir auch, in welchem Beruf wir gut sind oder was für eine Tätigkeit uns rockt. Ich denke aber, das, wo wir unsere Stärken haben. Und da ist unser System noch so ein bisschen am Hinterherhinken. Also für mich fängt es halt in der Schule an. Aber da ist letzten Endes der größte Wirkungsgrad. Wenn wir haben ja alle Stärken. Ja, und das ist das Fatale, dass das unser Schulsystem eben nicht lernt. Ja, da wirst du ja nur in Mathe, in Bio und etc. in den Fächern. Aber wenn du da nicht gut bist, heißt es noch lange nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du keine Stärken hast, dass du keine Fähigkeiten hast, sondern doch,
Ja, und die dürfen halt einfach entdeckt werden und dann wissen wir auch, in welchem Bereich wir gut sind. Und das brauchen wir genauso. Ja. Das sind einfach Sachen, die wir noch nicht in der Schule haben, aber ich glaube, da hat angefangen, ein Wandel stattzufinden, den wir einfach dringend brauchen. Absolut. Das ist einer der ersten Punkte, die ich in meinen Coachings immer mit bearbeite. Ich gucke erstmal, was sind Talente, was sind Stärken, was sind deine Fähigkeiten und wie kannst du die nutzen. Weil das ist halt der Bereich, wo wir mühelos tolle Ergebnisse ziehen können. Ohne Anstrengung, weil wir es halt einfach gut können, weil wir ein Talent haben. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, in einem Bereich, der mir halt einfach nicht liegt und wo ich keinen Spaß dran habe und ich muss das jeden Tag machen, dann ich werde ja nie so richtig erfolgreich. Vielleicht schaffe ich es dann irgendwann mal so. Aber jemand anders, der ein Talent hat in dem Bereich, der zieht ja einfach an mir vorbei, mühelos. Und ich glaube, das ist schon so ein erster wichtiger Schritt, da mal hinzugucken und da hinzugehen. Und das Zweite, was ich immer auch noch benutze, ist so auch tatsächlich der Freude folgen. Also mal gucken, was macht mir denn Spaß? Weil ganz häufig sind es dann auch Bereiche, da bin ich auch gut, wenn mir was Spaß macht. Selbst wenn ich es noch nicht bin, dann habe ich die Chance, da gut zu werden, weil ich dann auch, dann lerne ich und dann macht mir das Spaß. Das ist so, da entwickelt sich was. Ja. Was steht bei dir auf der Freudenliste, Joachim? Auf der Freudenliste? Ich habe keine Freudenliste. Ich müsste jetzt einfach mal so reingehen, was kommt. Reisen, Surfen, der Podcast hier. Und ich glaube insgesamt einfach weitermachen auf dem Weg, wo ich gerade bin. So, also ich habe so viele Vorstellungen, da einfach diesen Weg zu gehen. Da kommt ganz viel Freude bei mir, irgendwie so Spaß und auch Aufregung und ich glaube, aus dem Weg zu gehen. Aber ich glaube, ich werde mir das mal als Impuls auch noch mitnehmen. Dass du gesagt hast, mal so eine Liste nochmal zu machen, einfach als Tool, so als Werkzeug. Aber ich glaube, im Vergleich zu früher ist es wirklich so, ich lebe jetzt halt auch das Leben, so wie ich es will. Also ich entscheide es selbst, es ist selbstbestimmt. Es ist nicht einfacher als früher, es ist teilweise, würde ich schon sagen, anstrengender als früher. Und gleichzeitig merke ich, also es gibt oft Momente, wo ich dann auch mal innehalte, gerade wenn es schwierig wird oder wenn ich irgendwelche Challenges habe, denke so, was ist es das eigentlich? Und mein Gefühl sagt mir dann immer, du bist genau auf dem richtigen Weg. Das ist genau richtig. Und dann merke ich auch so, das merke ich auch jetzt, wenn ich darüber spreche, dann kommt so ein Gefühl in mir, wo ich merke so, ich bin auf dem richtigen Weg und dann kommt dieses Gefühl von innen. Und dann gehe ich diesen Weg weiter. Und deswegen habe ich das vorhin am Anfang auch gesagt, so tatsächlich würde ich sagen, also wenn ich jemanden im Coaching habe und die Lebensfreude ist nicht mehr da, dann gibt es irgendwie einen Grund, warum die nicht da ist. Sei es ist jetzt ein inneres Trauma, vielleicht sitzt da was, oder ich bin einfach in einer Lebenssituation, die nicht mehr zu mir passt. Und da kann ich noch so lang, dann kann ich natürlich früh in die Freude gehen und dann bin ich eine Zeit lang, aber ich glaube, wenn ich in der falschen Lebenssituation bin, die einfach zu meinem Leben nicht mehr passt, dann ist es schwierig, da diese Freude von innen zu fühlen. Und so ging es mir auch früher. Also das war halt einfach so wie ich innerlich an mir gearbeitet habe, so hat sich mein Leben verändert und dann irgendwann kam das auch wieder. So eine Zufriedenheit einfach. Ist nicht alles einfach, es ist nicht alles perfekt, aber es ist irgendwie so, es ist schon gut, wie es ist. Ich glaube, wir dürfen nicht verachten, dass wir in einer extrem komplexen Welt leben und dass die Themen, die uns gerade um die Ohren knallen, dass die echt eine Herausforderung sind und eine Komplexität mitbringen, die sind nicht einfach nur so mit dem Fingerschnipsen zu erledigen. Ja. Und dann kommt einmal das vom Außen und dann haben wir innen unsere Themen, um die wir uns kümmern oder wo wir anfangen, uns zu kümmern. Und das ist irgendwie, das ist nicht einfach. Ja. Da ist irgendwie eine Komplexität dahinter, die es in sich hat. Und darum denke ich immer, wenn man da eine gute Begleitung hat, ist das irgendwie auch hilfreich. Und manchmal ist es vielleicht der Partner oder das ist irgendwie ein guter Kumpel oder sowas oder ein Fußballtrainer oder wer auch immer. Aber ich glaube, das hilft einfach, wenn man Menschen hat, die mit einem zusammen an so einem Strang ziehen.
Manchmal ist es halt beim Fußball, weiß man, wo man am Strang zieht. Und bei sowas ist es aber auch wichtig, dass ich mich um mein Leben kümmere und einfach auch so, okay, was kann ich denn tun? Und dass ich da einfach Menschen habe, die mich bestärken und die mit mir diesen Weg gehen. Und ich glaube, wenn wir alle da unterwegs sind, ich habe mal in einer Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, hat der Ausbilder gesagt, ja, irgendwann wird es keine Coaching-Ausbildung mehr geben, weil es völlig normal geworden ist, dass wir also ich meine, was macht ein guter Coach? Der stellt gute Fragen. Ja. Und irgendwann ist es normal geworden, dass wir uns selber gute Fragen stellen, die uns weiterbringen. Und da freue ich mich schon drauf, wenn das mehr und mehr in unsere, in unser Zusammenhang reinkommt. Wenn wir uns am Abend nicht mehr darüber unterhalten, also über banale Sachen, sondern wirklich so, wie geht's dir denn? Und zwar wirklich so in der Tiefe. Was beschäftigt dich gerade? Wo hast du Freude gehabt? Was ist auch schiefgelaufen? Was funktioniert nicht? Also wenn wir uns um die Themen kümmern, die uns wirklich beeinflussen, die wirklich einen Unterschied bei uns machen, als über Belanglosigkeiten. Und ich glaube, auch da bekommen wir dann einfach wieder einen neuen Unterschied, einen neuen Drive rein und dann geht es vorwärts bei uns letzten Endes. Ja. Und manchmal brauchst du einen Stillstand und dann geht es wieder weiter und manchmal geht es einen Schritt zurück und das ist alles gut so. Und ich glaube, das ist, so wie du es auch gerade gesagt hast, ist so wichtig, dass wir das chillen und dass wir auch wissen, das ist alles gut so, wie es ist, auch wenn wir mal gefühlt den Eindruck haben, so, es geht gerade nichts vorwärts oder irgendwie so, ich habe den Eindruck, es geht einen Schritt zurück oder sowas. Manchmal sind das in so Plateauphasen, wo so, okay, und jetzt brauchen wir mal die Stille, jetzt darf sich das setteln und dann geht es wieder weiter oder sowas. Ich glaube, das ist so voll normal. Mhm. Ja, das ist schön. Also ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung. Auch so, wenn wir mehr und mehr in den Austausch gehen, wie es uns wirklich geht. Mhm. Und keine oberflächlichen Gespräche mehr führen. Mhm. Ich glaube, ich würde so langsam zum Schluss kommen, aber ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar, alle, die bis jetzt zugeguckt haben und jetzt so überlegen, wie bekomme ich mehr Lebensfreude in mein Leben oder wie packe ich das an? Hast du noch einen Tipp, einen Trick? Würdest du noch was empfehlen? Was würdest du den Leuten mitgeben wollen? Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, so dieses, willst du wirklich, also willst du dich damit beschäftigen? Das ja, und ich meine, das ist der Anfang. Und dann geht es darum, offen zu sein, zu gucken, was spricht einen an, was tut mir gut, wo habe ich ein gutes Gefühl, ob das eine Zusammenarbeit mit jemand ist, ob das irgendein Kurs machen ist, ob das irgendwie, ich widme mich irgendeinem Hobby, was ich schon immer machen wollte oder dass man sich auch Sachen sucht, die einem gut tun oder die, ja. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, sich anzuschauen, wo bin ich unterwegs, ja, warum mache ich was und das ist der Anfang. Oder ich meine, wir haben ein paar Sachen schon gesagt, so diese Freundelisten, das ist eine, aber zum Beispiel auch so eine Dankbarkeits-Challenge am Abend. So für was bin ich dankbar diesen Tag? Und das ist nicht einfach nur irgendwie so eine, ja, mach doch mal eine Dankbarkeits-Challenge oder schreib doch mal alles auf, wo du dankbar bist. Da passiert letzten Endes psychologisch bei uns im Hirn was, weil unser Hirn fängt an zu suchen, für was bin ich denn dankbar? Oder wo habe ich denn überall Freude in meinem Leben? Und unser Gehirn wird da trainiert, positive Sachen zu suchen. Also, wo habe ich Freude? Wo bin ich dankbar? Und das verändert unser Gehirn. Also, unser Gehirn lernt, ich suche positive Dinge. Und das macht mit unserem Hirn was. Also, wenn wir uns vorstellen, wir würden das mit negativen Sachen machen. Ja. Und da können wir einfach unheimlich viel wirken. Ja? Und wenn wir über positive Dinge sprechen, dann ist das auch wie eine Frequenz, die wirkt. Ja? Wie alles Frequenzen sind. Wenn ich mir einen Krimi angucke, wenn ich mir einen Film angucke, wo Mord und Totschlag ist, das ist auch eine Frequenz. Das wirkt auch auf mich. Ja? Also wenn ich mir überlege, wie viel Tatorts ich früher angeschaut habe, kenne ich nicht mehr, also gucke ich nicht mehr oder sowas. Ne? Also das sind Frequenzen, die einfach wirken und da darf mir bewusst sein, was mache ich, wo bin ich unterwegs, warum tue ich was. Ich glaube, das ist echt so der Anfang, wo jeder dann seinen Weg finden darf und jeder geht einen anderen Weg und jeder Weg ist gut. Ja, da dürfen wir dann auch echt vertrauen und lernen und machen. Machen ist, glaube ich, echt so der große Punkt und dranbleiben. Wow. Dankeschön, ja. Danke für deine Tipps und danke, dass du das hier so gut auch darstellst, so auf den Punkt bringst, wie man da rangehen kann. Ich würde es auch für alle, die hier zuschauen und sich überlegen, ich hätte den Stefan gern bei mir auf einer Veranstaltung oder in der Firma,
Deine Details sind unter dem Podcast. Man kann dich kontaktieren und ich kann es jedem empfehlen, den Stefan zu buchen. Ich habe dich ja, als wir uns kennengelernt haben, beim Vortrag von dir gehört und das war wirklich, es ist sehr, ja, es verändert einen. Das ist sehr viel Energie, die darüber kommt und ja, kann es jedem empfehlen, dich zu buchen auf einer Veranstaltung, die Bühne zu geben dafür. Ja, danke dir, danke. Ja. Genau, und somit würde ich sagen, wir schließen und wünschen viel Freude. Viel Freude. Heutigen Tag, bei dem, was du gerade tust, oder ja, definitiv. Dann viel Freude für alle und dir vielen Dank. Danke dir.